Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zum Voigtländer Nokton 50 mm f1 Objektiv für den Canon RF Mount. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Canon RF Mount, da war doch irgendwie was, dass Canon keine Dritthersteller mehr zulassen will oder insgesamt nicht zulassen will. Ja, das ist soweit auch richtig. Das Voigtländer ist aber ein manuelles Objektiv und da gibt es so eine leichte Grauzone bzw. eine Zone, die Canon einfach akzeptiert. Deswegen möchte ich euch das Objektiv heute mal vorstellen. Es wurde mir von Voigtländer zur Verfügung gestellt. Ich habe das jetzt ein paar Wochen lang testen dürfen. Ich hatte das in Hamburg schon auf der Photopia ein bisschen angeguckt, ja, und habe das Ganze jetzt mal ausgiebig anschauen können. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie gesagt, das Objektiv wurde mir von Voigtländer zur Verfügung gestellt. Ich werde für das Review aber nicht bezahlt und darf meine Meinung natürlich wie immer frei äußern. Ihr bekommt hier also eine 50 mm Brennweite mit einer Blende verstellbar von 1 bis 16. Das Ganze hat knapp 8 cm Durchmesser bei einer Länge von 6,5 cm. Mit Gegenlichtblende kommt das Ganze dann auf ca. 96 mm Länge, also 9,5 cm. Was ihr beachten müsst, das Ganze ist nicht innenfokussierend. Das heißt, wenn ihr fokussiert, fährt das Ganze noch ein bisschen aus. Am längsten ist es dann auch wirklich bei der Naheinstellgrenze von 45 cm. Da ist also am meisten ausgefahren. Es ist also nicht innenfokussierend, der Tubus fährt hier aus und hat auch keinerlei Abdichtung. Das heißt, das ganze Objektiv ist nicht wirklich abgedichtet. Auch am Bajonett selbst befindet sich nicht mal ein Gummidichtring oder sowas. Da müsst ihr dann wirklich aufpassen, wenn ihr damit draußen unterwegs seid und in einen Regenschauer kommt oder so. Das solltet ihr vielleicht nicht direkt dem Regen aussetzen. Ansonsten bekommt ihr hier ein komplettes Objektiv aus Metall. Das heißt, das Objektiv selber ist aus Metall und auch die Gegenlichtblende ist aus Metall. Der Fokusring bietet euch da ein Rautenmuster und lässt sich sehr gut anpacken, und auch sonst ist das Objektiv auf einem sehr hohen Niveau verarbeitet. Das heißt, ihr habt einfach keine scharfen Kanten, alles ist richtig wertig verarbeitet und ihr habt da richtig was Tolles in der Hand. Das Ganze spiegelt sich im Gewicht wieder. Das liegt bei 650 Gramm, liegt dabei aber dann trotzdem noch weit unter dem, was zum Beispiel ein Canon RF 50 mit der Blende 1.2 bringt. Ebenso sind alle Beschriftungen ins Metall eingraviert und machen auch da einen wirklich hochwertigen Eindruck. Das ganze Objektiv ist also insgesamt wirklich sehr hochwertig. Das Filtergewinde hat 67 mm. Hier lassen sich also alle gängigen Filter mit 67 mm auch ohne Probleme montieren. Wie gesagt, das ist ein komplett manuelles Objektiv. Das heißt, ihr habt keinen Autofokus zur Verfügung und seid da wirklich auf euer Auge bzw. auf die Fokushilfen angewiesen. Und die Fokushilfen sind sehr gut, denn das Objektiv ist komplett elektronisch angebunden. Das heißt, ihr habt nicht einfach ein manuelles Objektiv adaptiert, wo ihr keinerlei Informationen auf der Kamera habt, sondern ihr habt die elektronischen Kontakte und so Werte wie die Blende und die Brennweite und so weiter werden an die Kamera weitergegeben. Das heißt, die Kamera kann diese Werte dann nachher auch verarbeiten. Und da stehen euch dann nämlich einige Helferlein zur Verfügung. Gerade bei einer Blende von 1, wo die Schärfeebene wirklich sehr gering ist, braucht ihr diese auch. Durch die elektronische Anbindung habt ihr hier jetzt nämlich die Möglichkeit, alle Fokushilfen zu benutzen. Das heißt, ihr habt das kamerainterne Focus Peaking, was ihr da voll ausnutzen könnt. Ihr habt aber auch den Fokusassistent, den euch Canon da zur Verfügung stellt, wo ihr das kleine Kästchen habt mit den 2 Pfeilen, wo euch wirklich genau zeigt, wie ihr den Fokus passend einstellen könnt. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, den Augenautofokus bzw. die Motiverkennung zu nutzen. Das heißt, das Motiv wird erkannt, ihr bekommt da einen Rahmen angezeigt und wenn sich der Fokus dann auf der richtigen Ebene befindet, dann wird das Ganze auch grün angezeigt und ihr könnt euch sicher sein, dass der Fokus auch wirklich passt. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und macht das manuelle Fokussieren schon deutlich einfacher. Es werden somit auch alle EXIF-Daten in eurer Datei nachher abgespeichert und auch die In-Body Image Stabilization, also der IBIS der Kamera, kann mit dem Objektiv perfekt arbeiten, da er eben die Brennweite zur Verfügung gestellt bekommt. Hier an der R8 ist das jetzt natürlich nicht der Fall, aber an meiner R3 hat es ohne Probleme funktioniert. Wie gesagt, erfolgt der mechanische Fokus über einen großen Fokusring mit Rautenmuster. Der liegt sehr gut in der Hand und lässt sich auch sehr präzise verwenden. Ihr habt da also richtig ein tolles Fokusgefühl und das macht das manuelle Fokussieren echt zu einem guten Erlebnis. Von der
Naheinstellgrenze von 45 cm habt ihr ziemlich genau 180 Grad zu drehen, bis ihr die Fokuseinstellung unendlich erreicht habt. Wie gesagt, die Fokussierung funktioniert hier komplett mechanisch. Ihr habt ja also nichts Elektronisches, was euch da irgendwie mit reinspielt. Das gibt also ein richtig tolles Fokusgefühl. Genau dasselbe gilt auch für den Blendenring. Der Blendenring lässt sich ebenso mechanisch komplett verstellen. Ihr habt hier auch nicht die Möglichkeit, das Ganze irgendwie auf Auto zu stellen, dass ihr das nachher über die Kamera steuern könnt. Das ist also wirklich nur am Objektiv manuell möglich. Und wie ihr da vielleicht hört, rastet er in den verschiedenen Stufen ein. Den Blendenring könnt ihr natürlich auch auf Klick freistellen. Ihr müsst dazu einfach diesen kleinen Verstellring Richtung Bajonett drücken und um 180 Grad drehen. Wie ihr seht, habt ihr dann hier eine gelbe Markierung. Wenn diese eingerastet ist, dann ist der Ring ab jetzt klickfrei. Das heißt, ihr könnt hier ohne Probleme die Blende wechseln und habt keine Verrastungen mehr. Das Ganze bringt euch im Video natürlich schon einen entsprechenden Vorteil. Um das wieder rückgängig zu machen, müsst ihr einfach den vorderen Ring wieder zum Bajonett ziehen und um 180 Grad drehen. Das Ganze rastet ein und ist dann wieder im Klickmodus. Wie gesagt, das manuelle Fokussieren wird euch erleichtert durch die ganzen Helferlein in der Kamera, welche auch wirklich 1A funktionieren, dass ihr da eine perfekte Schärfe in eure Fokusebene reinbekommt. Und wenn wir da jetzt gerade von der Schärfe reden, dann lasst uns doch einfach mal über die Bildqualität vom Objektiv reden, denn die ist schon wirklich auf einem relativ hohen Niveau. Natürlich bietet euch das Objektiv in der Mitte die höchste Schärfe. Die ist jetzt bei Offenblende nicht ganz auf dem Niveau, wie wenn ihr ein bisschen abblendet. Das heißt, bei Blende 1 ist es ein bisschen softer. Noch lang nicht irgendwie unscharf oder so, aber eben softer, wie wenn ihr jetzt auf Blende 2 abblenden würdet. Bei Blende 2 bietet euch das Objektiv also schon eine richtig gute Schärfe. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr abblendet, dann bekommt ihr da natürlich noch insgesamt ein bisschen mehr Schärfe rein. Dies aber über das komplette Band, außer vielleicht bei Blende 1 bis Blende 1.8 auf einem richtig hohen Niveau. Selbst in den Ecken habt ihr da eine richtig knackige Schärfe im Bild. Klar ist aber auch, die Schärfe in den Ecken habt ihr bei Offenblende natürlich so auch nicht. Da habt ihr aber meistens das Problem, dass die Ecken sowieso irgendwo im Bokeh untergehen, weil die Schärfeebene natürlich sowieso so klein ist. Ihr habt aber auch noch ein anderes Problem, und zwar ist es die Vignettierung. Das Objektiv hat schon eine relativ heftige Vignettierung bei Offenblende. Das heißt, ihr werdet die Vignettierung auf den Bildern relativ gut sehen. Im Nahbereich bei Porträts und so weiter fällt das Ganze vielleicht gar nicht mal so auf, weil eben alles im Bokeh untergeht. Wenn ihr aber ein bisschen weiter weggeht und zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme macht, dann seht ihr das da schon sehr viel deutlicher. Also ich habe hier zum Beispiel ein Landschaftsbild bei Blende 1, was jetzt natürlich nicht unbedingt die passende Blende für Landschaft ist, aber hier seht ihr einfach mal ein Beispiel, wie die Vignettierung so aussieht. Und da könnt ihr dann doch schon sehr dunkle Ecken feststellen. Abgeblendet wird das Ganze dann schon deutlich besser, aber ihr habt immer noch so ein bisschen die dunklen Ecken im Bild, welche ihr da einfach erkennen könnt. Adobe Lightroom hat auch Stand jetzt noch kein Korrekturprofil dafür. Ihr müsst da also selber Hand anlegen. Auch die Kontraste und die Farben spiegelt das Objektiv wirklich sehr schön wieder. Klar, wir haben jetzt Herbst und da ist alles sowieso ein bisschen bunter und auch farbintensiver, aber wie gesagt, das Objektiv liefert da schon sehr gut ab. Jetzt ist natürlich gerade ein echt nicht so toller Tag und ich glaube, es fängt jetzt auch gleich an zu regnen. Mal schauen, wie lange wir das hier noch durchhalten. Insgesamt ist es gerade mit 3 Grad sowieso nicht so warm. Ich habe mir das hier ein bisschen anders vorgestellt. Aber wie gesagt, die Farben kommen hier toll raus. Womit ihr eher ein Problem haben könntet, ist die chromatische Aberration. Denn die ist bei dem Objektiv doch schon sehr präsent. Da braucht es jetzt auch keine krassen Gegenlichtsituationen, wie ihr zum Beispiel hier im Bild seht, an der Kette oder an den Holzbalken. Da lässt sich das Ganze schon sehr gut erkennen. Auch hier am Schild und in den Blättern ist es doch deutlich zu erkennen. Die chromatische Aberration ist da also schon ein bisschen vorhanden. Ihr müsst euch das einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gerade in starken Gegenlichtsituationen tritt das Ganze dann natürlich noch mehr auf. Und wenn wir jetzt gerade vom Gegenlicht reden, dann kommen wir mal zum Gegenlichtverhalten. Bei wirklich direktem Gegenlicht zeigt sich dann teilweise schon Ghosting mit leichtem Kontrastabfall und Flares. Die Flares lassen sich dann natürlich provozieren, so wie eigentlich bei jedem Objektiv. Sie halten sich aber wirklich in Grenzen. Das hört sich jetzt alles schlimmer an, als es wirklich ist. Die ganzen Beispiele wurden natürlich mit aufgebrachter Gegenlichtblende erstellt. Wenn ihr die abnehmt, dann habt ihr da noch ein bisschen mehr Lichteinfall, aber wie gesagt, die ist ja dabei, also habt ihr sie im Normalfall auch drauf. Das Objektiv kommt mit 12 Blendenlamellen und bietet euch da dann auch Blendensterne mit 12 Strahlen. Ebenso sind die 12 Lamellen natürlich dann für euer Bokeh verantwortlich und
und meiner Meinung nach bekommt ihr da schon ein richtig schönes Bouquet. Klar, die Blende 1 tut dazu natürlich relativ viel beitragen, weil ihr eben das ganze Bild so, ja, ihr könnt eure Motive einfach schön freistellen, habt ein schönes cremiges Bouquet, also mit einem schönen Übergang und habt da ein bisschen so einen 3D-Pop-Effekt im Bild. Das heißt, es hebt sich einfach das Motiv immer so ein bisschen vom Hintergrund hervor. Preislich bekommt ihr das Objektiv aktuell für 1.799 € und das ist für ein manuelles Objektiv natürlich schon nicht wenig Geld. Aber ihr bekommt eben auch einen 50 mm Objektiv mit Blende 1 und da ist einfach die Konkurrenz zumindest am Canon RF-Mount so gut wie nicht vorhanden. Also 50 mm Blende 1 wird da schon sehr eng. Das Objektiv ist auf jeden Fall sehr weit weg von perfekt. Ihr habt eine Blende 1, die zwar richtig toll ist und eine Schärfe, die leicht abgeblendet auf einem richtig hohen Niveau liegt, aber ihr habt eben auch die chromatische Aberration und die Vignettierung, die das Objektiv so mit sich bringt. Aber Alternativen werden da eben schon schwierig. Blende 1 wird sowieso schwierig und die nächste Alternative ist da dann vielleicht das Canon RF 50 mm mit Blende 1.2. Das liegt aber preislich schon deutlich drüber. Klar, ihr habt da dann auch einen Autofokus und eine Abdichtung und so weiter, aber es ist eben vom Normalpreis her fast 1.000 € teurer. Jetzt bekommt ihr das aber teilweise schon in Aktionen für, sagen wir mal, 2.200 € und dann ist der Abstand zum Voigtländer natürlich nicht mehr so groß. Und da müsst ihr euch dann schon Gedanken drüber machen, was euch wichtiger ist. Eine Blende 1 oder dann vielleicht doch ein relativ großes Objektiv. Das Canon ist einfach deutlich größer, nur mit Blende 1.2, dafür aber mit Autofokus. Da müsst ihr euch selber Gedanken drüber machen. Ich packe euch einfach mal ein paar Beispielbilder in die Beschreibung unten rein, dann könnt ihr euch das Ganze selber mal angucken. Ich packe da auch ein Bild dazu, wo ihr einfach die Schärfe über verschiedene Blendenschritte seht. Dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Und ja, natürlich auch ebenso packe ich die Objektive, also das Voigtländer und auch das Canon mal in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das einfach ausgiebig mal anschauen und vielleicht selbst bewerten, was davon ihr kaufen wollt. Das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt wird es hier so langsam echt dunkel. Wir sind auch schon bei ISO 6400. Ich sollte also wirklich zum Ende kommen. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.